Willkommen. Schön, dass du da bist. Dies ist ein Kanal, der dir hilft, Deutsch zu lernen, indem du einfach zuhörst, mitdenkst und ein bisschen mitfühlst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib gerne ein Like und abonniere den Kanal. Wenn nicht, auch okay. Schreib einfach in die Kommentare, was dir fehlt. Aber bleib dabei, denn hier geht es nicht um Grammatik oder Regeln. Es geht darum, wie man wirklich spricht, im echten Leben, mit echten Menschen. Heute möchte ich mit dir über Sprache im Alltag sprechen. Nicht über lange Sätze aus Lehrbüchern, sondern über das, was man wirklich sagt, wenn man draußen ist. Viele Menschen lernen Deutsch jahrelang und können trotzdem nicht ganz natürlich klingen. Sie wissen, wie man alles richtig sagt, aber manchmal fehlt das Gefühl. Dieses kleine Etwas, das Sprache lebendig macht. Ich finde, die Sprache im Alltag ist wie eine eigene Welt. Sie hat ihren Rhythmus, ihre kleinen Pausen, ihr Lächeln. In einem Buch liest du vielleicht: Guten Tag, ich möchte bitte bezahlen. Aber im echten Leben hörst du eher: Hallo, einmal zahlen bitte. Kürzer, einfacher und doch voller Bedeutung. Manchmal glaube ich, der Unterschied zwischen Schuldeutsch und echtem Deutsch ist wie der Unterschied zwischen einem Foto und einem Film. Das eine ist korrekt, klar, still, das andere bewegt sich, atmet, lebt. Und genau das möchte ich dir heute zeigen. Denn Sprache ist nicht nur, was man sagt. Es ist, wie man es sagt. Ein kleines Wort kann freundlich oder kühl klingen, je nach Tonfall. Ein Lächeln kann einen ganzen Satz ersetzen. Wenn du das verstehst, beginnst du dich freier zu fühlen. Und Deutsch wird nicht mehr nur eine Sprache, sondern ein Teil deines Alltags. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich selbst versucht habe, in einer neuen Sprache zu sprechen. Ich konnte viele Wörter, aber ich klang, naja, ein bisschen steif. Ich sagte alles richtig, aber die Menschen antworteten kurz, höflich, ohne Wärme. Erst später habe ich verstanden, ich sprach wie ein Buch, nicht wie ein Mensch. Und das ist der Punkt. Niemand spricht wie im Lehrbuch. Auch Deutsche nicht. Sie reden schnell, unterbrechen sich, sagen halbe Sätze. Und trotzdem verstehen sich alle. Das zeigt, dass Sprache nicht perfekt sein muss, um echt zu sein. Vielleicht hilft es, sich das so vorzustellen. In jedem Gespräch tanzen die Wörter ein bisschen. Manchmal stolpern sie, manchmal finden sie den Takt. Aber wichtig ist, dass du tanzt, nicht dass du zählst. Heute möchte ich dich einladen, diese natürliche Seite des Deutschen zu entdecken. Wir werden zusammen in den Alltag eintauchen. Dorthin, wo Sprache wirklich lebt. Im Supermarkt, auf der Arbeit, auf der Straße mit Freunden. Dort, wo du nicht viel Zeit zum Nachdenken hast, wo alles schnell und echt ist. Ich möchte dir zeigen, wie du Dinge sagen kannst, die einfach, freundlich und typisch deutsch klingen. Nicht perfekt, sondern lebendig. Zum Beispiel, wie man an der Kasse grüßt, wie man etwas fragt, wie man reagiert, wenn man etwas nicht versteht. Oft sind es die kleinen Worte, die den Unterschied machen. Ein kurzes Ach so, ein Kein Problem, ein Alles gut. Solche Sätze hört man überall. Sie sind leicht, aber sie öffnen Türen. Wenn du sie benutzt, wirst du merken, dass Menschen anders reagieren. Plötzlich wird ein Gespräch warm, natürlich, entspannt. Ich glaube, Sprache funktioniert am besten, wenn man sie spürt, nicht wenn man sie analysiert. Wenn du dich traust, einfach zu sprechen, auch wenn du nicht alles weißt. Denn genau so sprechen alle. Vielleicht denkst du jetzt, aber wie kann ich das üben? Wie kann ich lernen, so zu klingen? Das ist einfacher, als du denkst. Man muss nur ein bisschen beobachten, zuhören und ausprobieren. Wenn du in der Bäckerei stehst, hör zu, was andere sagen. Wie grüßen sie? Wie bestellen sie? Oft sind es nur 2, 3 Wörter. Aber genau diese Wörter machen das Gespräch natürlich. Ich finde es spannend, dass jede Sprache ihren eigenen Ton hat. Deutsch klingt manchmal direkt, manchmal ernst, aber in Wirklichkeit steckt viel Wärme darin. Du hörst das nicht immer an den Wörtern, sondern an der Art, wie sie gesagt werden. Deshalb lohnt es sich, Sprache nicht nur zu lernen, sondern auch zu fühlen. Wenn du ein paar typische Sätze kennst, fühlst du dich sicherer. Du musst dann nicht mehr lange überlegen, was du sagen sollst. Du sagst es einfach. Und das ist der Moment, in dem Deutsch leicht wird. Also, machen wir es uns einfach. Stell dir vor, wir gehen jetzt zusammen einkaufen. Ein normaler Tag, nichts Besonderes. Du stehst an der Kasse, jemand sagt Hallo, du antwortest, du bestellst, du zahlst. Ganz gewöhnlich. Und doch ist genau das der echtes Deutsch passiert. Da, wo man nicht plant, sondern reagiert. Wo Sprache fließt, wo sie kurz und ehrlich ist. Dort beginnt das wirkliche Lernen.
Lass uns also dort anfangen, im Supermarkt, zwischen Regalen, Körben und kleinen Gesprächen, die jeden Tag passieren. Denn genau da hörst du, was man im echten Leben wirklich sagt. Wenn du in den Supermarkt gehst, beginnt das Gespräch meistens schon an der Tür. Ein kurzes Hallo, vielleicht ein Lächeln, das reicht völlig. Niemand erwartet lange Sätze. Die meisten Menschen sagen einfach Guten Morgen oder Hallo. Wenn du unsicher bist, nimm das einfache Hallo. Das funktioniert immer. Morgens, mittags, abends. Ich mag diese kleinen Momente. Sie sind so alltäglich und trotzdem freundlich. Ein echter Gruß ist mehr als ein Wort. Er zeigt, dass du da bist, dass du den anderen siehst. Und genau das ist es, was in Deutschland geschätzt wird. Höflichkeit ohne viele Worte. Stell dir vor, du gehst durch die Regale. Du suchst etwas, findest es aber nicht. Was sagt man dann? Am besten etwas ganz Einfaches. Zum Beispiel, Entschuldigung, wo finde ich? Oder, wenn du das Wort vergessen hast, Entschuldigung, ich suche. Und dann zeigst du mit der Hand. Das ist völlig in Ordnung. Niemand erwartet ganze Grammatikbücher im Kopf. Wenn du die Antwort nicht ganz verstehst, bleib ruhig. Sag einfach, können Sie das bitte wiederholen? Oder noch einmal, bitte. Das klingt höflich und natürlich. Viele Deutsche reden automatisch etwas langsamer, wenn sie merken, dass du lernst. Und meistens lächeln sie dabei, weil sie genau wissen, wie schwierig das am Anfang ist. An der Kasse ist der Ton oft kurz, aber freundlich. Die Kassiererin sagt vielleicht Hallo oder nur Karte. Oder möchten Sie den Bon? Du kannst einfach antworten Hallo, ja bitte. Oder Nein, danke. Kurze Sätze, klar, direkt. Kein Druck, keine Angst, Fehler zu machen. Wenn du bezahlen willst, reicht mit Karte, bitte. Und am Ende fast immer Danke, schönen Tag noch. Manchmal sagt der andere zuerst Schönen Tag noch. Dann kannst du einfach lächeln und sagen Ebenfalls. Solche kleinen Antworten machen das Gespräch warm. Ich erinnere mich an einen Moment im Supermarkt, als ich selbst noch nicht sicher gesprochen habe. Die Kassiererin fragte etwas, ich verstand nur ein Wort. Tüte. Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich schaute sie fragend an und sie zeigte auf die Plastiktüten. Ich lachte, sagte, nein, danke. Und sie lachte mit. Das war ein winziger Moment, aber er fühlte sich gut an. Nicht, weil ich alles verstanden hatte, sondern weil ich reagiert habe. Das ist das Schöne an solchen Situationen. Du lernst nicht nur Wörter, du lernst Reaktionen. Ein einfaches Ach so oder alles klar kann ein Gespräch retten. Es zeigt, dass du zuhörst und dass du im Moment bist. Manchmal hörst du auch Sätze wie passt schon oder kein Problem. Sie klingen locker, freundlich. Wenn du sie benutzt, wirkst du gleich natürlicher. Zum Beispiel, wenn jemand sich entschuldigt, weil er dich im Gang anrempelt, kannst du einfach sagen, alles gut. So spricht man wirklich kurz, entspannt, ohne Drama. Wenn du etwas nicht willst, musst du auch nicht immer Nein sagen. Ein kleines freundliches Nee, danke, reicht schon. Das klingt sanfter. Oder wenn du unsicher bist, kannst du sagen, ich überlege noch. Das ist höflich und ehrlich zugleich. Ich finde, in solchen Alltagssituationen lernt man am meisten. Nicht in langen Gesprächen, sondern in diesen winzigen Momenten zwischen Hallo und Tschüss. Da spürt man, wie Menschen wirklich miteinander umgehen. Und dann am Ende, wenn du mit deiner Einkaufstasche rausgehst, sag vielleicht noch ein kleines Auf Wiedersehen oder schönen Abend. Diese einfachen Worte bleiben im Kopf. Nicht nur beim anderen, sondern auch bei dir. Sie machen Sprache lebendig. Und genau hier, zwischen Regalen, Bonrollen und kleinen Gesten, beginnt echtes Sprechen. Kein Lernen, kein Üben, einfach Leben. Lass uns beim nächsten Mal dorthin gehen, wo die Sprache etwas formeller wird, aber genauso echt bleibt. An den Arbeitsplatz, dorthin, wo man höflich, aber trotzdem natürlich klingt. Auf der Arbeit klingt Sprache oft etwas anders, etwas ruhiger, etwas kontrollierter. Aber auch hier gilt, natürlich bleibt natürlich. Wenn du morgens ins Büro kommst oder jemanden im Flur triffst, reicht ein einfaches Guten Morgen oder Hallo zusammen. Kein großes Gespräch, nur eine kleine Geste, die zeigt, ich bin da und ich sehe dich. Viele denken, man müsse bei der Arbeit besonders förmlich sprechen. Aber in den meisten Teams ist der Ton freundlich, nicht steif. Wenn du jemanden etwas fragen willst, kannst du ganz einfach sagen, hast du kurz Zeit oder kannst du mir helfen? Das klingt respektvoll, aber trotzdem locker. Wenn du höflicher klingen möchtest, sag, könnten Sie mir bitte kurz etwas erklären? Zum Beispiel, wenn es ein Kollege ist, den du noch nicht gut kennst. Ich erinnere mich an meine ersten Tage in einem neuen Büro. Ich hatte viele Fragen, aber ich wollte niemanden stören. Irgendwann habe ich gemerkt,
Es ist völlig okay, zu fragen. Die meisten Menschen helfen gern, wenn man einfach ehrlich ist. Ein Satz wie „Ich bin mir nicht sicher, können Sie das bitte noch einmal zeigen?“ wirkt viel besser, als still zu nicken und nichts zu verstehen. Wenn du etwas nicht verstanden hast, musst du dich nicht entschuldigen. Sag einfach „Entschuldigung, das habe ich nicht ganz verstanden“ oder „Können Sie das bitte etwas langsamer sagen?“ Diese kleinen Sätze machen einen großen Unterschied. Sie zeigen, dass du aufmerksam bist und wirklich verstehen willst. Manchmal brauchst du auch mehr Zeit für eine Aufgabe. Dann hilft ein einfacher Satz wie „Ich bin noch dran“ oder „Ich brauche ein bisschen länger“. Das klingt ehrlich, ruhig, verantwortungsvoll. In Deutschland schätzt man solche Offenheit. Lieber kurz Bescheid sagen als still kämpfen. Und wenn dich jemand lobt, sag nicht sofort „Ach, das war nichts“. Das machen viele aus Höflichkeit, aber du darfst dich einfach bedanken. Ein schlichtes Danke, das freut mich, reicht völlig. Es zeigt, dass du das Kompliment annimmst, ohne dich zu verstecken. Kritik ist manchmal schwieriger. Wenn jemand sagt, dass etwas verbessert werden sollte, versuch ruhig zu bleiben. Du kannst antworten, „Danke für den Hinweis“ oder „Ich verstehe, ich schaue es mir an“. Das wirkt professionell und zeigt, dass du offen bist. Niemand erwartet, dass du perfekt bist, aber man merkt, ob du zuhörst. Ich habe oft gesehen, wie ein kleines Wort die Stimmung verändert. Wenn du nach einem Gespräch sagst, „Danke für Ihre Hilfe“ oder „Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben“, fühlt sich das Gegenüber gesehen. Solche Sätze kosten nichts, aber sie schaffen Vertrauen. Bei Terminen, egal ob beim Arzt, im Amt oder in einem Büro, läuft vieles ähnlich. Ein freundliches Guten Tag, ein kurzes Waf. Ich habe einen Termin um 10 Uhr und alles beginnt ruhig. Wenn du etwas nicht verstehst, ist das völlig normal. Sag einfach, „Könnten Sie das bitte wiederholen?“ oder „Ich habe das letzte Wort nicht verstanden“. So bleibst du im Gespräch, ohne Druck. Manchmal brauchst du auch nur eine kleine Reaktion. Ein einfaches „Alles klar“, „Verstehe“ oder „Kein Problem“ reicht oft schon, um das Gespräch fließend zu halten. Solche kleinen Wörter sind wie Brücken. Sie verbinden Momente. Und wenn du am Ende gehst, verabschiede dich kurz, aber freundlich. Einen schönen Tag noch oder auf Wiedersehen wirkt immer gut. Wenn es etwas entspannter ist, kannst du auch sagen „Bis morgen“ oder „Mach's gut“. So klingt es warm, nicht distanziert. Ich finde, im Arbeitsleben geht es nicht darum, viele Wörter zu kennen, sondern die richtigen Momente zu spüren. Wann man spricht, wann man zuhört, wann man einfach nickt. Diese kleinen Dinge zeigen Respekt und Ruhe. Und genau das macht Kommunikation echt. Und wenn du aus dem Büro kommst, beginnt die andere Seite der Sprache. Die kleine alltägliche, die ganz ohne Druck funktioniert. Vielleicht triffst du deinen Nachbarn, vielleicht jemanden im Hausflur oder auf der Straße. Und dort sprechen die Menschen anders. Direkter, einfacher, manchmal mit Humor. Lass uns genau dort weitermachen. Wenn du das Büro verlässt und wieder draußen bist, verändert sich die Sprache sofort. Sie wird leichter, freier, manchmal auch ein bisschen ungenauer. Und genau das macht sie schön. Auf der Straße, im Hausflur oder im Park sind die Gespräche oft kurz, aber ehrlich. Ein paar Sekunden und trotzdem entsteht ein Moment, der echt ist. Ich mag diese kleinen Begegnungen. Du siehst deinen Nachbarn, ihr trefft euch zufällig vor der Tür. Kein großes Gespräch, nur ein kurzes Hallo oder „Na, alles gut?“ Manchmal folgt ein Satz über das Wetter. Typisch, aber freundlich. Wenn es regnet, „Heute ist's aber ungemütlich“. Wenn die Sonne scheint, „Endlich mal wieder schön, oder?“ Solche Sätze sind wie kleine Schlüssel. Sie öffnen ein kurzes Gespräch, ohne dass man viel planen muss. Ich erinnere mich an eine Nachbarin, die mich fast jeden Morgen gesehen hat, als ich zur Arbeit ging. Am Anfang nickten wir nur. Später sagte sie, „Schon wieder spät dran“. Ich lachte und sagte, „Wie immer“. Und das war's. Aber genau diese kleinen Momente machten den Tag leichter. Auf der Straße kann man fast immer über das Wetter sprechen. Es ist neutral, sicher und irgendwie immer aktuell. Und es reicht völlig, um Kontakt zu machen. Wenn du möchtest, kannst du hinzufügen, „Hoffentlich bleibt es so“ oder „Mal sehen, ob es morgen auch schön ist“. Das sind einfache Sätze, aber sie klingen warm. Manchmal kommt jemand auf dich zu und fragt nach dem Weg. Das passiert oft. Dann kannst du ganz ruhig antworten, „Ja klar, geradeaus und dann links“ oder „Tut mir leid, das weiß ich nicht genau“. Du musst keine langen Erklärungen geben. Auch ein einfaches „Ich bin nicht von hier“ ist völlig in Ordnung. Wenn du selbst den Weg suchst, beginn einfach mit Entschuldigung. Wissen Sie wo?
Oder können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Meistens reagieren die Leute freundlich und erklären es geduldig. Und selbst wenn du nicht alles verstehst, reicht es oft, wenn du nickst und am Ende Danke, das hilft mir sagst. Das zeigt, dass du dankbar bist und das Gespräch wertschätzt. Es gibt auch diese kleinen, spontanen Momente, die nicht geplant sind. Zum Beispiel, wenn jemand in der Schlange an der Haltestelle sagt, immer das Gleiche mit dem Bus, oder? Da kannst du einfach lächeln und sagen, ja, der kommt nie pünktlich. Das ist Smalltalk, aber genau das schafft Verbindung. Du musst nicht viel sagen, nur zeigen, dass du da bist, dass du zuhörst. Oder jemand macht dir ein Kompliment, ganz spontan. Vielleicht sagt jemand, schöne Jacke oder tolle Tasche. Du musst nicht verlegen sein. Ein einfaches Danke reicht völlig. Wenn du willst, kannst du noch sagen, habe ich schon lange oder Danke, das ist nett. Mehr braucht es nicht. Ich habe gemerkt, dass viele Gespräche im Alltag gar nicht vom Thema leben, sondern vom Ton. Wie du schaust, wie du atmest, wie du reagierst. Ein kleines Lächeln kann mehr sagen als 10 Wörter. Und manchmal willst du das Gespräch einfach beenden, ohne unfreundlich zu wirken. Dann ist ein Satz wie so, ich muss weiter oder schön, Sie getroffen zu haben, ideal. Oder einfach mach's gut, bis bald. Es klingt freundlich und natürlich und niemand nimmt es dir übel. Ich hatte einmal eine Begegnung an der Bushaltestelle. Neben mir stand ein älterer Mann und er sagte, heute ist es kalt, oder? Ich antwortete, ja, richtig kalt heute. Dann schwieg er. Ich auch. Und trotzdem war das schön. 2 Sätze, ein stilles Lächeln und man fühlt sich irgendwie verbunden. Solche kleinen Gespräche sind wichtig, auch wenn sie banal wirken. Sie halten die Sprache lebendig, sie zeigen, dass du dich wohlfühlst, dass du in dieser Sprache lebst. Und wenn du dann vielleicht später in ein Café gehst, wird die Sprache noch einmal anders. Offener, vertrauter, voller kleiner Wörter, die Wärme tragen. Dort, wo man sich Zeit nimmt, wo Gespräche länger dauern und wo ein einfaches Wie geht's manchmal der Anfang von etwas Schönem ist. Im Café klingt alles ein bisschen anders. Die Stimmen sind weicher, die Sätze kürzer, die Pausen länger. Man sitzt, trinkt etwas Warmes und die Sprache fließt fast von selbst. Vielleicht mit Freunden, vielleicht mit jemandem, den man gerade kennengelernt hat. In solchen Momenten spricht man nicht mehr nur, man teilt sich mit. Ein Gespräch unter Freunden beginnt oft ganz einfach. Na, wie geht's? Alles gut? Und manchmal ist das gar keine richtige Frage, sondern eher ein Start, ein kleines Signal. Ich bin hier, ich möchte mit dir reden. Die Antwort kann genauso leicht sein. Joa, passt schon. Oder ganz okay, bisschen müde. Solche Sätze sind ehrlich und klingen echt nicht künstlich. Ich finde, unter Freunden darf Sprache locker sein. Man darf Fehler machen, man darf lachen, man darf mittendrin den Satz ändern. Ein einfaches Ach, warte, ich meine eigentlich, das ist ganz normal. Niemand achtet hier auf Grammatik. Wichtig ist, dass du echt klingst. Wenn du erzählen willst, wie dein Tag war, brauchst du keine langen Sätze. Sag einfach, heute war es stressig. Oder ich bin total müde. Oder ich hatte einen richtig guten Tag. Das sind kleine, klare Sätze, aber sie tragen Stimmung. Und wenn du etwas erzählst, schau auf die Reaktion. Ein Freund nickt, sagt vielleicht echt oder ach krass oder einfach oh schön. Diese kleinen Wörter sind wie Musik im Gespräch. Sie zeigen, dass man zuhört. Manchmal geht es im Gespräch darum, zuzuhören und da zu sein. Wenn jemand sich beschwert oder traurig ist, musst du nichts Großes sagen. Ein leises Oh Mann oder das ist echt blöd reicht. Es zeigt Mitgefühl. Wenn du Mut machen willst, sag wird schon wieder oder ich verstehe dich. Das ist warm, natürlich und ehrlich. Ich erinnere mich an ein Gespräch, bei dem eine Freundin einfach sagte, ich habe keine Energie mehr, kein Lächeln, kein Witz, nur dieser Satz. Und ich sagte, ja, ich kenne das, mehr nicht. Aber sie lächelte, weil manchmal das Verstehen genug ist. In Freundschaften ist Sprache voller kleiner Emotionen. Wenn du überrascht bist, sag wow oder echt jetzt. Wenn du dich freust, oh, wie schön. Wenn du müde bist, ich kann nicht mehr. Es klingt banal, aber genau so redet man wirklich. Und jedes Wort trägt Stimmung. Wenn du nicht zustimmst, musst du nicht gleich Nein sagen. Du kannst einfach sagen, ich weiß nicht so ganz oder ich sehe das ein bisschen anders. Das klingt weich, offen, freundlich. Und wenn du zustimmst, reicht. Genau. Oder ja, total. Und schon entsteht dieser kleine Rhythmus, dieses Hin und Her, das Freundschaft ausmacht. Ich glaube, in solchen Gesprächen lernt man am meisten über Sprache. Nicht, weil man neue Wörter hört, sondern weil man lernt, wie sie klingen, wenn sie ehrlich sind.
Ein echtes Lachen, ein Seufzer, ein kurzes Ach, das sagt manchmal mehr als ein ganzer Absatz. Wenn du mit Freunden im Café sitzt, geht es oft gar nicht nur um Worte. Man spricht mit den Augen, mit den Händen, mit dem Ton. Du sagst etwas und der andere versteht, was du meinst, auch wenn du mitten im Satz stoppst. Diese Nähe spürt man. Und sie ist ein Teil der Sprache. Und wenn das Gespräch zu Ende geht, passiert es ganz von selbst. Jemand schaut auf die Uhr, sagt, ich muss langsam los. Der andere antwortet, klar, kein Problem. Oder, war schön, dich zu sehen. Kein großes Ende, einfach natürlich. Manchmal folgt noch ein, lass uns bald wieder treffen. Und das reicht. Ich mag solche einfachen Abschiede. Sie sind ehrlich, ruhig, freundlich, kein Drama, kein langes Tschüss, nur ein kurzer Moment und jeder geht weiter mit einem kleinen Lächeln. Und vielleicht ist das die wichtigste Lektion überhaupt. Sprache muss nicht perfekt sein, um schön zu sein. Sie muss nur echt sein. Wenn du sprichst, so wie du bist, dann klingt alles richtig. Also hab keine Angst vor Fehlern. Sprich, lache, hör zu, frag nach. Sag, was du denkst, auch wenn es manchmal unordentlich klingt. Genauso lernt man, genauso lebt man. Danke, dass du heute zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, gib gerne ein Like und abonniere den Kanal. Schreib mir in die Kommentare, welche Situation du als nächstes hören möchtest. Vielleicht das erste Date, ein Arzttermin oder einfach ein Gespräch im Zug. Ich freue mich darauf. Bis bald und bleib neugierig.